habe ich eine Leinwand von 40 auf 40 Zentimeter und einen Handschuh. Da möchte ich heute mit dem Trichter nochmal die Farbe draufbringen, aber eventuell mit dem Luftballon noch bearbeiten. Aber nicht nur dippen, sondern den auch mal ja, so drüber bewegen. Soll ich das erklären? Ich zeige es euch einfach nachher, ihr werdet sehen. So, ich musste die Farbe runter machen, das ging gar nicht, was ich da fabriziert habe. Also machen wir auf ein neues. So. Ich würde sagen, wir lassen den Trichter weg. Ich gieße Farbe auf die Leinwand. Tagesleuchtmagenta. Ich schiebe das mal gerade zur Seite. So. Dann kommt hier Cadmiumgelb rein. Und Pyrrolrot. Nochmal Gelb. Pigmente Grün. Das ist so ein bisschen metallischen Schimmer bekommt. Dann haben wir noch das Royal Blau. Tagesleuchtmagenta. Und nochmal ein Klacks Rot. Bisschen weiß. Und noch ein bisschen schwarz zum Kontrast. So. Jetzt gucken wir mal. So, jetzt gucken wir mal, ob wir diese schönen Füßchen auch in groß hinbekommen, wenn wir... Oh, super. Wenn wir das schwenken. Also es ist reichlich Farbe drauf.
So, und jetzt tun wir dort unten das Eck überziehen. Jawohl. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Cool. Ja. Na, geh so. Super. Wow. Gehen wir hier nochmal drüber. Und ich brauche nochmal einen neuen Hilfsstuhl. Ihr seht, ich rolle den so ein bisschen drüber, dass das nicht nur so punktuell wird, sondern dass man das so ein bisschen, oh, das hier sieht schön aus, ziehen kann. Das sieht aus, als wären das so Federn. Wunderbar. Jetzt überlege ich nochmal. Das sieht auch schon schön aus hier. Das ist wirklich sowas von süß. Einfach den Ballon so über die Leinwand rollen für diesen Effekt. Genial. Und dabei entstehen dann auch noch mal solche kleinen Zellen außenrum. Hier kann man noch mal drüber gehen. Genau. Hier habe ich auch noch mal. So, und da fehlt Farbe, da müssen wir gleich ein bisschen auffüllen nur. So. Ja. Einfach toll. Hm. So. Ja, jetzt lauft zusammen. Ein kleines hier. Und hier auch. Das gefällt mir hier so gut. Außer hier. Da kann man noch einsetzen, genau. Super.
Das sind ganz tolle Effekte. Hier kann man nochmal nachsetzen. Sehe ich gerade. Genau. Und man kann auch nochmal einfache, seht ihr? Da, das ist wieder zusammengegangen, da kann man nochmal nachdippen. Wichtig ist, dass ihr einen weißen Untergrund habt, damit das dann so schön durchkommt. Da machen wir nur ein kleines Blümchen. So. Herrlich, das lassen wir. Genau. Noch eine kleine. Kann man noch eine kleine machen. So. Ich liebe es. Jawohl. Mhm. So. Wunderbar. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Ich finde das richtig klasse. Schön verspielt, pfiffig. So, ich zeige es euch mal aus der Nähe. So. Ist das nicht schön? Hier die Linien. Guck mal hier. Wow. Da nochmal in klein. Sehr schön. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bunt und verspielt.